Meine Lieben, normalerweise sind solche Videos von mir immer 30, 40, 45 Minuten lang und ich spreche sehr ausführlich. Dafür fehlt mir heute aber die Zeit. Gott sei Dank habe ich das Kameraequipment beigehabt, sodass ich wenigstens in einem Schnelldurchlauf erzählen kann, warum uns und vor allem mich dieses Motorrad aktuell so begeistert. Fangen wir von vorne an. Ihr kennt das Joint Venture, CFMoto, KTM, das ist euch längst bekannt. Wie und weshalb, was da für Marken hinterstecken, wie diese Zusammenarbeit zustande kam, muss ich euch nicht mehr erzählen. Wenn ihr dieses Video seht, dann wisst ihr das höchstwahrscheinlich. Vor 2 Jahren, ziemlich genau 2 Jahren, hat CFMoto zusammen mit KTM dann die MT 800 vorgestellt. Und wir waren alle begeistert. Wir haben gesagt, boah, geil, tolle Optik, richtig gut, ein bisschen eventuell vom Design her in der italienischen Fraktion abgeguckt, aber das sei mal dahingestellt. Es gab damals ein tolles 7 Zoll Display, es gab einen Windschild, was du verstellen konntest, es gab umfangreiche Serienausstattung wie Heizgriffe und Sitzheizung und so weiter und so fort. Wir hatten aber massive Elektroprobleme. Elektronische Abstimmung war nicht gegeben. Der Motor war ruppig, der Quickshifter hat nicht richtig gut funktioniert, das ABS hat nicht so gearbeitet, wie ich mir das vorgestellt hätte. Und schwuppdiwupp, wie das halt so ist die MT 800 auch wieder von der Bildfläche verschwunden. Die Zulassungszahlen waren katastrophal. Wir haben sie in der Redaktion auch nicht mehr gebraucht. Die Kollegen aus anderen Vertriebsorganisationen, die haben sie auch nicht mehr in irgendwelchen Tests vorgestellt. Bis 2023, also letztes Jahr, still und heimlich die Explorer Edition vorgestellt wurde. Und die hat nicht nur mehr Ausstattung, sondern hat auch die komplette Softwareproblematik nicht mehr, weil hier vieles neu ist. Und zu einem UVP inklusive Kofferset für, also was ihr hier hinten seht, das zeige ich euch gleich nochmal, für unter 13.000 Euro, ich glaube 2.490 Euro aktuell, freier Marktpreis allerdings zwischen 10.000 und 11.000, ist das Ding konkurrenzlos gut. Und ich ärgere mich sehr, dass ich das Ding heute wieder abgeben muss. Ich bin nämlich gerade auf dem Weg zu einem CFMoto-Händler Nähe Düsseldorf, wo für euch dann bald die CFMoto Test Riding Days stattfinden. Da könnt ihr dieses Moped hier Probe fahren. Und ich bin ein bisschen schade, finde das echt schade, weil sie macht so viel anders wie die Vorgängergeneration und ich persönlich würde sie kaufen. Damit nehme ich das Fazit auch schon mal ein bisschen vorweg. Großartiges Motorrad, jetzt passiert hier richtig viel und was genau, erzähle ich euch jetzt im Schnelldurchlauf. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute ist Sonntag, der 15. September und ich bin noch mal für euch in den Post-Production-Raum gefahren, um mich hier noch mal ganz kurz einzumogeln. Seid nicht böse, dass ich hier noch mal ganz kurz ins Video grätsche, aber das ist wichtig. Vor genau 2 Tagen habe ich dieses Video hinter mir für euch auf YouTube online gestellt und auf unseren Mediawelten präsentiert. An dem besagten Tag, als ich das Video für euch eingesprochen habe, hatte ich 25 Minuten Zeit auf dem Feldweg, wo ich da stand, und habe euch im Schnelldurchlauf versucht zu erklären, was macht die Explorer Edition anders als die Sport- oder Touring Edition, die es davor gab. Ich meine, die kann man immer noch kaufen. Denn mittlerweile gibt es die als Dreier-Kombo. Kannst dir eine aussuchen, Sport, Touring oder die Explorer. Und das Video sollte nur darauf abzielen, was macht die Explorer Edition jetzt besser, beziehungsweise anders. Und da gibt es enorm viele Dinge. Und ihr habt ja auch gesehen, wie begeistert ich von dem Motorrad war, weil der aktuelle Marktpreis momentan sehr niedrig ist und man zu einem gleichwertigen Mitbewerber, und da hat man immer noch keine Sitzheizung oder Radarsystem, einfach nochmal 4.000, 5.000 Euro drauflegen muss. Wenn man Glück hat, 3.500, aber auch das ist viel Geld in der heutigen Zeit. Was ich in der besagten Zeit auf dem Feldweg nicht angesprochen habe, ist die Thematik, dass wir natürlich nichts zum besagten Zeitpunkt über die Langlebigkeit des Motorrads sagen können. Wir können auch nichts darüber sagen, wie die Händlerbetreuung ist oder wie das Händlernetz aktuell aufgebaut ist.
Genauso wenig wissen wir aktuell nicht, wie die Ersatzteilversorgung sein könnte im Falle eines Falles. All das möchte ich ganz kurz mit auf den Weg geben und euch bitten zu beachten, wenn ihr dieses Video gleich weiterschaut. Diese 3 Punkte konnten wir für euch nicht in Erfahrung bringen und der Testzeitraum dafür war auch viel zu kurz. Normalerweise haben wir solche Bikes immer 2 Wochen und fahren 4.000 bis 5.000 Kilometer damit. Da kann man schon sehr, sehr viel sagen und feststellen. Dieses Bike hatte ich nur eine Woche, wir sind 2.500 Kilometer damit gefahren. Aber in diesem Zeitraum war alles super. Wir hatten keine Problematik, wir hatten gar nichts und es hat einfach richtig gut performt. Und diese Momentaufnahme, die seht ihr hier hinten in dem Video, wo ich mich mit euch ans Maisfeld gestellt habe. Also, bitte beachtet das und haut nicht gleich negativ in die Kommentare, was ihr für schlechte Erfahrungen gemacht habt mit einem Motorrad aus dem KTM-Konzern oder CF Moto, wie auch immer. Zu all dem konnte ich zum besagten Zeitpunkt nichts sagen und wollte euch das nur kurz wissen lassen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Weiterschauen. Danke. Ich gehe mit euch jetzt mal die Ausstattungsdetails durch und erzähle euch in diesem Zusammenhang, was es ausschließlich in der Explorer Edition gibt oder was ihr auch schon in den 2 Editions darunter bekommen könnt, also in der Sport- und der Touring-Variante. Wir haben erstmal eine grandiose Optik. Ich finde diese Optik zeitlos, elegant, modern, ein bisschen aggressiv, windschnittig. Fällt mir genauso gut wie die Multistrada-Sachen von Ducati und ich glaube, da hat der Designer auch so ein bisschen den Bleistiftansatz geklaut. So ganz ohne Ähnlichkeit ist das nicht, aber es gefällt mir wirklich, wirklich, wirklich gut. Ihr habt ein volles LED-Paket. Alles, was hier leuchtet und blinkt, habt ihr LED-mäßig, standardmäßig dabei, auch schon bei den Editions davor. Ihr habt serienmäßig Nebelscheinwerfer. Hier vorne. Ihr habt serienmäßig Schutzbügel, massive Schutzbügel, die euch im Falle eines Unfalles vor Kratzern oder größeren Schäden bewahrt. Ihr habt serienmäßig ein manuell justierbares Windschild. Einfach hier vorne die Klammer lösen, Schild hochmachen oder runter und wieder festdrehen. Serienmäßig zweifach verstellbare Hebel, also zweifach, damit meine ich Brems und Kupplung. Das ist in dieser Preisklasse alles andere als selbstverständlich. Serienmäßig Handprotektoren, serienmäßig hervorragende Position der Außenspiegel. Die sind sehr klein, sehr schmal, sehr windschnittig, aber du kannst alles sehen dadurch. Das ist perfekt, das machen viele Hersteller nicht so gut. Serienmäßig jetzt nicht mehr 7 Zoll, sondern 8 Zoll. Gestochen scharfes Farbdisplay inklusive umfassender Möglichkeiten der Konnektivität. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, euch mit Apps zu verbinden. Ihr könnt euch navigieren lassen. Ihr habt ohne Ende Möglichkeiten, Bluetooth, Wi-Fi und so weiter und so fort. Das macht richtig Spaß. Jetzt in 8 Zoll auf der Explorer Edition anstatt in 7 Zoll. Ihr habt serienmäßig Heizgriffe. Hatten die anderen Generationen auch schon. Ihr habt serienmäßig einen beheizbaren Frontsitz. Hatten die anderen auch schon. Aber all das, überlegt mal, all das schon für diesen Preis schon sehr, sehr geil. Ihr habt ein richtig, richtig gutes Tankvolumen. 350 Landstraßenkilometer auf Reise. Gar kein Thema. Einen moderaten Verbrauch im Zusammenspiel mit dem Motor, der auch ausgereift ist. Der 97er von KTM, der tut hier seine Zwecke. Ihr habt knapp unter 100 PS, aber das reicht. Das ist einer der Motoren, der wenigstens zuverlässig läuft aus diesem KTM-Konzern. Ihr habt ausschließlich bei der Explorer Edition neue Software. Ihr habt eine 6-Achsen-EMU von Bosch, zusammengespielt mit der Software da drauf, habt ihr eine bessere Motoransteuerung. Der Quickshifter funktioniert jetzt vernünftig. Manchmal braucht er ein bisschen Nachdruck, aber das machen andere Motorräder genauso. Aber die Gasannahme ist jetzt seidenweich, funktioniert richtig gut. Ihr habt natürlich auch in der Preisklasse nicht selbstverständlich E-Gas, also wir haben hier keinen Seilzug mehr etc. Wir haben, und dafür wechsle ich mal die Seite, wie gerade schon kurz angesprochen, ein Stückchen weiter hinten findet ihr jetzt gerade im Aktionszeitraum dieses krass gute Kofferset.
Schwarzes Kofferset, sehr robust von außen, extrem wertig verarbeitet. Das ganze Motorrad ist absolut wertig verarbeitet. Hier quietscht nichts mehr. Du merkst hier richtig, kein Quietschen, kein Knarzen. Die Anfangszeiten von CF Moto scheinen vorbei zu sein. Das hier ist auf Top-Level verarbeitet. Das ist richtig gut für den Preis. Zurück zum Kofferset. Dieses Kofferset ist gebrandet hier an der Seite mit CF Moto, Explorer Edition und so weiter und so fort. Und ist richtig, richtig robust. Lässt sich ganz, ganz leicht öffnen. Und das Tolle ist, hier drin ist es mit Samt ausgekleidet. Das heißt, alles, was ihr da verstaut, bekommt keine Kratzer und nichts. Richtig gut, also auch perfekt für das Kamera-Equipment heute, was ich zum Beispiel dabei hatte. Dieses Kofferset beinhaltet eigentlich auch hier noch ein Topcase, ist jetzt heute nicht montiert. Wir haben sie nur so geliefert bekommen in der Redaktion, ist aber aktuell in einem Aktionszeitraum von CF Moto im Kaufpreis enthalten. Und das ist mega. Weiter nach hinten seht ihr hier vorne, ich weiß nicht, ob es die Kamera einfällt, CRS. Das ist ein serienmäßiges Radarsystem. Ihr habt jetzt ein Auffahrradarsystem, das heißt, ihr bemerkt im Display vorne, wenn euer Hintermann zu nah an euch dran ist und ihr es vielleicht vermeiden solltet, noch mal kurz rückwärts zu rollen, so wie ein toter Winkelassistent. Wie jemand überholt euch links und rechts, euer Display leuchtet. Serienmäßig am Start. Das ist gut. Ein Stückchen weiter nach hinten und unten serienmäßiger Unterbodenschutz. Auch wenn das jetzt nicht das stärkste Blech auf dem Markt ist, es ist vorhanden und schützt auf jeden Fall vor gröbere Schäden, wenn ihr damit Offroad gehen wollt. Ihr habt serienmäßig einen Hauptständer, da steht sie auch gerade drauf. Nicht nur Seitenständer, der ist sowieso da, aber auch der Hauptzentralständer ist vorhanden. Eure Offroad-Fußrasten könnt ihr switchen. Ihr könnt dieses Gummi, was hier drin ist, rausnehmen und habt dann entweder mehr Grip, wenn ihr Offroad unterwegs seid, oder ihr macht es wieder rein und seid auf der Straße unterwegs, dann stehen eure Füße etwas bequemer. Eine ganz enorme Neuigkeit, und das ist richtig, richtig gut, ist die neue Serienbereifung. Man geht weg von den Maxxis-Serienreifen, die es da damals gab. Ich weiß nicht, wie hießen sie? Maxxis oder Maxxis, so hieß der Hersteller. Das war nicht so toll. Und verbaut jetzt hier einen vernünftigen Emeki von Michelin. Das Ding ist ein altbewährter, richtig, richtig, richtig guter Adventure-Reifen, wenn du 80-20 unterwegs sein willst. Also 80% Straße, 20% Offroad. Und genau da plane ich und setze diese CF Moto auch 80-20. Das würde ich ihr zutrauen. Sie hat nicht so die enormen Federwege, obwohl das Fahrwerk, und das ist auch wieder sehr geil in der Preisklasse, vollumfänglich einstellbar ist. Würde ich mit ihr zwar um die ganze Welt fahren, aber weniger Offroad. Das würde ich wahrscheinlich dann eher mit einer Africa Twin oder mit der kleinen Schwester, mit der 450er, MT 450 zum Beispiel dann erledigen. Also ich setze Reifen und Motorrad auf so ein 80-20 Kontingent und genau deshalb passt das auch so gut zusammen. Ebenfalls gut ist, dass CF Moto sich gesagt hat, okay, wir bauen kein rein rassiges Offroad-Bike, wir brauchen kein 21 Zoll Vorderrad, wir nehmen die goldene Mitte, 19 Zoll. Die großen Hersteller wechseln alle gerade zurück auf 19 Zoll, ist hier ebenfalls der Fall. Hinten 17, vorne 19. Ihr habt nun mit der Explorer Edition und nur in dieser Edition eine neue Armatur, die sich wertiger anfühlt, nicht mehr anfällig gegen Wasser ist und sich viel, viel besser bedienen lässt. Mit der Armatur könnt ihr innerhalb weniger Sekunden Sitzheizung einstellen, Griffheizung, euch durchs Menü navigieren und so weiter und so fort. Ihr habt einen 12-Volt-Anschluss hier vorne, einen Doppel-USB-A-Anschluss, der genug Sicherungsampere hat, um eure Telefone nicht nur gerade so am Leben zu erhalten, sondern auch aktiv zu laden. Das ist richtig gut, das machen große japanische Hersteller gerade ganz, ganz anders. So, und jetzt nehme ich die Kamera mal ganz kurz in die Hand, um euch ein paar Einzelheiten vom Display zu zeigen. Das Display fährt relativ schnell hoch, ist gestochen scharf ablesbar, auch wenn es spiegelt, aber es ist wirklich, wenn du da drauf sitzt, gestochen scharf ablesbar. Und ihr habt so krass viele Informationen, ne? Ihr seht gerade, wie das Display spiegelt, also ihr seht mich jetzt auch in der Kamera, aber trotzdem will ich euch ganz kurz was zeigen. Ihr habt ein Touchscreen-Display inklusive
Navigationsmöglichkeiten, umfassenden Möglichkeiten, ja, euch mit allen möglichen Dingen, die ihr so vorhabt, ja, zu verbinden. Das ganze System ist Apple CarPlay fähig, also das auch nochmal sehr, sehr nice. Android Auto geht leider nicht, aber Apple CarPlay ist möglich. So, wenn wir das Display mal ganz kurz umschalten, dann machen wir das mit einem Knopfdruck. Aktuell bin ich im Rain-Modus unterwegs. Das liegt daran, weil es gestern so stark geregnet hat. Seht ihr hier oben euer Radarzeichen. Sehr, sehr gut. Ihr seht alle möglichen Assistenzsysteme. Aber richtig toll ist auch hier unten, seht ihr die Temperatur, jetzt gerade nicht, weil das Motorrad nicht läuft, die Temperatur und den aktuellen Luftdruck eurer Reifen. Und das ist auch, das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Das ist auch nicht wegzudrücken etc. Diese Anzeige, diese Information wird euch stets zur Verfügung gestellt. Das ist richtig, richtig toll. So, ich habe vorhin getankt, bin aktuell 80 Kilometer gefahren, habe immer noch eine Reichweite von 309, von 309 Kilometern. Die Restreichweitenanzeige funktioniert im Übrigen sehr, sehr gut und berechnet sich regelmäßig neu. So, meine Lieben, das war auch schon das kurz und knackig Video von der CF-Moto MT800 in der Explorer Edition. Hier hat sich also einiges getan. Ich habe mit Sicherheit das ein oder andere Gimmick jetzt gerade noch vergessen, aber das sei mir dann verziehen, weil ich heute wirklich nicht viel Zeit habe. Was mir gerade noch auffällt, wenn ich hier drauf sitze, ebenfalls positiv, ist die komplette Ordnung in der Armatur. Sämtliche Kabel sind astrein verlegt. Also das kenne ich einfach anders. Und ich finde es richtig, richtig, richtig gut, dass hier weitergedacht wurde, weitergearbeitet wurde und das CF Moto gesagt hat, hey, warte mal, Moment mal, wir können ein gutes, günstiges Bike für die lange Reise bauen. Und das machen wir. Und ja, da sitze ich jetzt gerade drauf. Gefällt mir außerordentlich gut. Was euch da draußen wahrscheinlich außerordentlich gut gefallen wird bei einer Probefahrt, ist die Sitzgeometrie. Das passt auch hier. Ich bin 1,81, habe normal lange Beine. Die Sitzgeometrie ist wirklich hervorragend. Jetzt steht sie gerade auf dem Hauptständer, aber ich komme jetzt gerade nicht auf den Fußboden. Aber wenn ich sie gleich wieder runter mache, komme ich mit beiden Füßen ganz entspannt auf den Fußboden, kann mich überall abstützen. Der Lenker ist ebenfalls richtig, richtig toll gekrümmt, genau richtig gekrümmt für meine Verhältnisse. Du hast keine Ermüdungserscheinungen, du kannst ganz, ganz easy und locker weg viele 100 Kilometer fahren. Das ist richtig toll. Die Rad-Reifen-Kombination in Verbindung mit den ausbalancierten Pendelachsen, dem Chassis, dem Lenker, sorgt dafür, dass dieses Motorrad sich trotz seines Gewichtes spielend leicht bewegen lässt. Es fällt praktisch von alleine in die Kurven und all das habe ich damals vermisst bei der Sport Edition und bei der Touring Edition, die halt noch auf den anderen Rädern zu uns gekommen sind. Also nochmal, wir müssen das ja auch alles subjektiv betrachten und mit so einem redaktionellen Auge und wir fahren für euch gefühlt 100 verschiedene Motorräder die Saison. Aber hier haben wir eins, was seit langem mal wieder äußerst positiv heraussticht, ohne dass der Konzern hingegangen ist und hat den Preis drastisch nach oben geschraubt. Und das ist toll. Und das wollte ich euch mit auf den Weg geben und einfach mal kurz zeigen. In diesem Sinne muss ich jetzt weiter dieses gute Stück zurückgeben und hole dann für euch die nächsten Reisebikes zum Testen. Also bis zum nächsten Mal, bleibt dran, euer David.